Seid ihr bereit für den Gigant der Provence? Wir nehmen euch heute mit auf den ikonischen Mont Ventoux mit seiner Mondlandschaft am Gipfel, welche Touren sich hier anbieten und welche dramatischen Szenen der Tour de France sich hier abgespielt haben. Das seht ihr in diesem Video. Nichts wie auf! Konstant steil und heiß. Wir starten unsere Tour hier im kleinen malerischen Provence-Ort Bédouin und dabei umgeben uns hier schon Olivenfelder. Lavendelgeruch liegt hier in der Luft und es steht sehr, sehr viel im Zeichen des Mont Ventoux. Es gibt Radgeschäfte, die das Ganze einpreisen. Es gibt Weinläden, die den Mont Ventoux Wein verkaufen. Also hier ist wirklich sowohl Radsport als auch Genuss gelebt. Und von diesem schönen Ort mit der Allee hier geht es jetzt auf die Höhenmeter. Doch vorher schauen wir uns die Route des heutigen Tages und auch andere Möglichkeiten an, um auf den Gipfel des Mont Ventoux zu fahren. Unsere Tour ist eine von 3 beliebten Aufstiegsrouten für Radfahrer. Von Bédouin sind es 21,4 Kilometer und 1610 Höhenmeter zum Gipfel und unsere Rampe ist dabei die anspruchsvollste mit einer hohen durchschnittlichen Steigung von 7,5%. Das werden wir gleich auch noch hautnah spüren. Zusätzlich gibt es Touren von Soult und von Maulocin, deren Daten ich euch hier einblende. Wer fit genug ist, kann in den Club der Verrückten einsteigen und alle 3 Rampen an einem Tag befahren. Wenn du das schaffst, erhältst du am Ende sogar ein offizielles Zertifikat. Neben Asphalt kann der Mont Ventoux auch auf Gravel befahren werden. Jetzt lass es uns angehen, hinauf zum Gigant der Provence. Mit jeder Kurve, die wir jetzt fahren, mit jedem Höhenmeter verändert sich die Landschaft. Gerade waren wir noch im Wald unterwegs, die Grillen sind da so richtig laut, hört man gerade auch noch so ein bisschen. Und dann links die Olivenhaine, die Weinanbaugebiete, hier die verschiedenen Reben. Und da oben ist er dann, das heutige Ziel, der Mont Ventoux. Man sieht schon die Mondlandschaft und insbesondere heute bei 33 Grad in der Sonne, zumindest hier unten in Bédouin, wird das da oben gleich ein richtiger Kampf. Dieser Abschnitt hier ist wunderschön. Wir fahren hier durch sehr abwechslungsreichen Wald. Es riecht gut, teilweise frische Luft, teilweise aber auch Autos, die runterkommen und deren Bremsen einfach stinken. Anyways, das Schöne hier trügt auch ein bisschen, denn es ist auch sehr steil. Wir reden hier von Steigungen bis zu 12%, hier gerade von 10% und wir kämpfen uns peu à peu da hoch. Wir haben gerade die Marke von 1000 Metern Seehöhe überquert. Das heißt, es sind jetzt seit Bédouin 700 Meter vergangen und noch 900 Höhenmeter bis zum Gipfel. Die Landschaft wird auch so ein bisschen anders. Ihr seht schon nicht mehr so dicht bewaldet wie unten, heißt auch nicht mehr so viel Schatten, sondern schon ein bisschen weniger. Und dann irgendwann kommt die karge Landschaft. Doch vorher kommt auch noch ein kleiner Stopp, der letzte Stopp für Wasser und das brauche ich auch unbedingt. Nämlich jetzt den 400 Höhenmetern. Das heißt ungefähr 30 Minuten noch mal reintreten und dann Wasser tanken. Dann jubel ich sag's euch. Boah, es geht gerade richtig dran. An die Substanz. Wenn ihr Eiweiß braucht auf der Tour, es gibt ordentlich viele Fliegen. Einfach einmal wie im Dschungelbuch, dann habt ihr ein bisschen was.
Eins kann ich euch sagen, das hier ist schon bisher eine richtig zähe Kiste. Und das aus zwei Gründen. Der erste ist ein mentales Spiel. Es geht die ganze Zeit relativ identisch bergauf, die ganze Zeit gerade, es gibt keine Erholungsstücke und dann wenig Kurven, wenig Kehren, wenig Abwechslung. Das ist zum Beispiel beim Stelvio eine ganz andere Kiste, bei der Großglockner Hochalpenstraße auch beim Galibier, den wir gefahren sind vor 3 Tagen, war das anders. Da fühlt sich das alles einfach noch mal ein bisschen anders an. Und das zweite ist natürlich die Hitze. Es gab keinen Brunnen auf der Zwischenfahrt, jetzt 1100 Höhenmeter mit den 2 Flaschen. Deswegen ist das hier wie so eine Fata Morgana gerade. Es sieht gut aus. Wir sind die Lau. Guck mal, was sie rausbringt. Gerade Glück gehabt. Das ist vielleicht jetzt eine 5-Minuten-Geschichte, dann ist hier zu. Oh. Es gibt eine Sage, dass manche Rennradfahrer genau hier nicht mehr können und so ein Lasso dabei haben und sich dann von einem Esel hoch zum Mont Ventoux ziehen lassen. Wir sind's nicht. So viel sei verraten. Jetzt beginnt das, warum der Mont Ventoux weltweit berühmt berüchtigt ist, nämlich diese karge Berglandschaft, nahezu eine Mondlandschaft, kaum mehr Pflanzen zu sehen und hier glüht der Stern. Das ist auch der Grund, warum in der Tour de France die Bilder schon früh durch die Welt gegangen sind, dass dieser Berg hier als das Fegefeuer gilt. Es geht auf jeden Fall in der Mittagshitze richtig ab und hier gab es schon krasse Duelle, wenn man an Lance Armstrong und Marco Pantani denkt, die sich hier ein krasses, spektakuläres Duell geliefert haben. Genauso Wout van Aert 2021 mit seinem Sieg und auch Chris Froome, der hier legendäre Siege hingelegt hat, aber auch tragische Momente, wie zum Beispiel von Tom Simpson. 1967 ist er leider bei der Auffahrt hier hoch verstorben und ein Denkmal gibt es dann gleich, das werden wir auch noch sehen. Der Fahrer ist tatsächlich hier kollabiert auf der Auffahrt in der Hitze und dann verstorben. Also dieser Berg hat Geschichte geschrieben und wir fahren jetzt da hoch. Mit jedem Meter wird gerade der Ausblick besser. Da unten im Tal sind wir gestartet im Wald und da hat diese Wetterstation da oben so weit weggewirkt. Und jetzt mit jedem Tritt kommen wir gefühlt deutlich näher ran. Schaut mal, so nah ist es jetzt schon. Die Sonne steht hinter der großen markanten Station und da fahren wir jetzt hin. Kommt mit, die letzten Meter. Ah, geschafft! Auf den Gipfel des Mont Ventoux, 1910 Metern hier an der Wetterstation. Hier oben pfeift und bläst es. Natürlich, denn dieser Berg ist ausgesetzt. Man hat hier wirklich dann den starken Wind, der auch einige Tour de France-Etappen geprägt hat. Wenn ihr dann hier steht, könnt ihr in die Provence blicken, an guten Tagen bis zum Mittelmeer und hinaus in die Alpen. Und dann geht es für uns auf die lange, schöne Abfahrt. Da seht ihr gerade auch ein paar Szenen zu. Wenn ihr die gesamte Abfahrt uncut, also ohne Schnitt, sehen wollt, dann erstellen wir euch da gerne ein Video. Unten in den Kommentaren einfach Abfahrt kommentieren oder irgendwas anderes Nettes. Uns hat es wieder Freude gemacht, das Video heute zu produzieren. Vielen Dank an Linus hinter den Kulissen. Ein Hammertag, wenn auch schweißtreibend mit der Temperatur. Richtig hart. Härteste Nummer, die ich je gemacht habe. Und vielen Dank an Eileen für den Schnitt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Radsaison. Treibt euch draußen rum, macht Sport und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist genau hier verlinkt. Vielen Dank und tschüss.